Heute kommen wir zu dem absoluten Lieblingsthema aller Zweitaktuner, zu der Auspuffanlage. Die Auspuffanlage bestimmt die Leistung, den Sound und die Optik. Wir haben seit einigen Jahren einige Auspuffanlagen im Programm, ganz vorneweg der SIP Performance, einige JL-Anlagen oder auch den DSE. Trotzdem wurde es für uns an der Zeit, einfach mal zu schauen, was ist der neueste Stand der Technik und wo können wir uns noch verbessern und neue Auspuffanlagen anbieten. Wir haben uns also umgesehen, mit wem wir neue Auspuffanlagen verwirklichen könnten, und wir hatten großes Glück. Wir haben einen der besten Hersteller für unsere Zwecke gewinnen können, nämlich die Firma Nordspeed aus Bremen. Und die besten Auspuffanlagen haben wir dann bei uns im Programm aufgenommen, und das ist das, was ich euch heute vorstellen möchte. Als erstes möchte ich euch eine Auspufflinie vorstellen für verschiedene Roller. Für die PX 200, für die T5, für die PX mit 177er Zylindern und für getunte Lambretta. Alle SIP Nordspeed Anlagen sind sowohl in Edelstahl als auch in normalen Stahl erhältlich. Standardmäßig sind die Auspuffanlagen entweder ohne Dämpfer oder mit dem Carbon-Enddämpfer erhältlich. Allerdings ist es möglich, die verschiedensten Enddämpfer zu montieren, da sie einen Lochstich haben, der sehr geläufig ist. Diese 4 Auspuffanlagen haben alle eins gemeinsam: sie sind alle sehr alltagstauglich und sportlich. Das bedeutet, sie geben ihre Leistung in einem mittleren Drehzahlbereich ab und haben ein sehr breites Band. Trotz ihrer guten Qualitäten im Alltag waren diese 4 Anlagen die leistungsstärksten in ihrem Segment. Die besondere Stärke der Firma Nordspeed ist die Entwicklung von Auspuffanlagen für die Vespa 200 Motoren. Daher haben wir uns entschieden, noch 2 spezielle Auspuffanlagen mit ins Programm zu nehmen. Das eine ist die RT25 Anlage. Das ist ein spezieller Drehmomentauspuff. Drehmomentauspuffanlagen haben im Normalfall den Nachteil, dass sie sehr kurz Leistung abwerfen, mit sehr viel Drehmoment einsetzen und relativ früh wieder aufhören, ihre Leistung zu entwickeln. Wir haben uns entschieden, den RT25 ins Programm zu nehmen, weil er einen guten Kompromiss aus beiden bietet. Er bietet sehr viel Leistung, sehr viel Drehmoment und das alles bei einem vernünftig nutzbaren Band, das man auch gerne auf dem Weg zur Arbeit fahren möchte. Mein persönlicher Lieblingsauspuff, mein Favorit unter diesen Auspuffanlagen. Zusätzlich hat er auch noch eine etwas höhere Blechstärke mit 1,5 mm, was die Geräuschentwicklung etwas besser im Zaum hält. Der zweite besondere Auspuff, den wir von Nordspeed noch ins Programm genommen haben, ist der R2. In diesem Auspuff sind schon mehrfach Leistungen über 50 PS erzielt worden. Das ist etwas, das ist mit keinem anderen Serienauspuff bisher möglich. Dieser Auspuff ist wirklich das absolut stärkste, was es für die Vespa 200er zu kaufen gibt. Allerdings muss man sehr genau wissen, was man tut, wie man tunt, und vor allem müssen die Steuerzeiten des Zylinders zum Auspuff passen. Wenn ihr das nicht beachtet, baut ihr sonst mit diesem Auspuff sehr schnell einen Motor, der den 4. Gang nicht mehr ziehen kann, und dann habt ihr keine Freude an dem Setup. Ich möchte gern auf die Ausstattung eingehen, die alle SIP Nordspeed Anlagen gemeinsam haben. Zuerst ist da der O-Ring-Flansch, der dafür sorgt, dass eine besonders dichte Verbindung zum Zylinder hergestellt werden kann. Zweitens ist jeder Auspuff hinter dem Krümmer gesteckt, um Spannungsrisse zu vermeiden. Neu an den Nordspeed-Auspuffanlagen sind Anschlüsse für Lambda und EGT. Hier lassen sich Sonden anschließen, mit denen die Temperatur angezeigt werden kann des Gases und die Zusammensetzung. Und wie das Ganze montiert aussieht, das könnt ihr hier sehen. Hier ist eine Lambda-Sonde montiert. Hier ist der Sensor für die Abgastemperatur montiert. Beides lässt sich kombinieren mit einem Konverter. Mit dem könnt ihr die Abgastemperatur und auch euren AF-Wert im SIP-Tacho anzeigen lassen. Die 4 Anlagen findet ihr bei uns im Shop. Die Lambretta-Anlage unter dem Namen Touring, die 177er-Anlage unter dem Namen Camaro, die T5-Anlage Mustang und die Anlage für die 200er ist die Mustang 2-Anlage. Ich hoffe, ich konnte ein wenig euer Interesse für die neue Nordspeed-Linie wecken. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal und jetzt ausschalten, Knopf auf.